Hallo Dampferfreunde, ja und willkommen zu einer weiteren Folge schon probiert. Ja, heute geht es um die Folge 5. Ihr seht selbst, es ist wieder eine Drip-Hex Apple Currant. Black Currant, Mann. Es soll also saurer Apfel mit schwarzer Johannisbeer sein. Also mal schauen, ob das auch wirklich. Ich habe jetzt die schon vorbereitet, also auch schon längere Zeit ziehen lassen. Normalerweise sollen die auch nur bis zu 7 Tage Reifezeit sein. Und wenn ihr schon mir gefolgt seid, dann wisst ihr schon, dass, wie gesagt, Drip-Hex ja schon mehrere Aromen macht, da ich auch schon 2 davon vorgestellt habe. Und bis jetzt sind die ja immer sehr, sehr süß gewesen. Ich habe einfach mal gedacht, okay, Black Currant, Apple ist klar, weil Apfel ist. Ich mag sehr auch fruchtige Sachen dabei. Und da dachte ich mir mal, besorgst du auch mal eben, ja, Apfel. Und da ist ja noch schwarze Johannisbeer. Schwarze Johannisbeeren selbst esse ich so nicht gerne. Aber wenn sie natürlich da drin sind, in diesem Aroma, dann können sie auch drin sein. Denn dampfen schmecken das ja anders. Wir machen jetzt erstmal den Riechtest. Also, ich rieche jetzt hier raus tatsächlich mehr den Apfel, den sauren Apfel. Tatsächlich, als würde man den Granny Smith Apfel, das ist ja sehr grün. Genau diesen riecht man eigentlich. Ja, also den richtigen grünen Apfel. So, jetzt machen wir mal den Necktest. Ich muss sagen, dass hier sehr, sehr süß ist und gleichzeitig auch die Apfel schmecken kannst. Die schwarze Johannisbeer kommt als nachher hinein. Also man muss sagen, tatsächlich die schwarze Johannisbeer kommt nachher beim Nachgeschmack erst zuständig. Ich werde jetzt mal in einem Tröpfler rein tun. Und werden wir jetzt mal schauen, ob das dann dort anders schmeckt. Ich habe das jetzt, wie gesagt, in den Profile reingesetzt und also reingetan und ist jetzt bei 30 Watt. Ob das jetzt natürlich ausreicht, weiß ich nicht. Da kommt hier natürlich noch nicht so zum Vorschein. Ich gehe jetzt mal auf 40 Watt. Denn der Profile Mesh hier macht ja schon ganz schön Dampf darunter. Ja. Also die Variante reicht mit 40 Watt. Und ich muss sagen, super. Ich drehe statt hoch, statt runter. Ja, man merkt das jetzt auf einmal. Apfel. Apfel als erstes. Entschuldigung. Ich versuche da mal zur Seite zu dampfen, aber irgendwie geht er doch dahin. Doch, also man schmeckt ganz kurz am Anfang tatsächlich den Apfel, aber jetzt nur eigentlich einen warmen Apfel. Und ich glaube, der Granny Smith, der grüne, müsste eigentlich kalt am besten schmecken und nicht warm. Aber die Johannisbeere kommt erst nachher zum Vorschein. Also ja, also tatsächlich, die Johannisbeer kommt im Moment sehr stark raus. Wenn ich jetzt den Coil, also den wieder runterschraube, um zu schauen mal, wird zwar nicht viel Dampf herkommen, ich bin jetzt bei 28 Watt. Aber hier schmeckt man mehr. Entschuldigung. Hier schmeckt man mehr natürlich den Apfel mehr raus. Also ist man unter dem Bereich mit der Wattzahl, dann kommt natürlich ein bisschen mehr der Apfel zum Vorschein und erst dann im Nachgeschmack die Johannisbeer. Geht man in den etwas höheren Bereich, so schmecke ich das natürlich. Dann schmeckt auch beim höheren Bereich erst die Johannisbeer, die schwarze. Da ist der Apfel
nicht direkt dort. Natürlich sind, wie gesagt, die Geschmäcker verschieden und ich schmecke das jetzt im Moment so raus, aber ja, aber auch da schmeckt man natürlich klar den Apfel mit raus. Nur eben ist er nicht sauer, sondern eben süßer Apfel. Also was hier drauf schreiben, saurer Apfel, ja, soll natürlich darstellen. Schmeckt man auch. Natürlich ist aber ein richtig süßes Modell. Also ich denke mal schon, dass dieses Liquid sehr süß aufgesetzt ist, wie bei den anderen zwei, die ich ja schon vorgestellt hatte. Die waren ja auch sehr süß. Das sind übrigens fast, kann man sagen, Koi-Killer. Ja, also da werden die richtig schnell, die Coils ziemlich schwarz. Gut, aber das ist jetzt eigentlich relativ. Dafür kann man die auch wechseln. Oder sollte man öfters wechseln dann eben. Und dann schmeckt das auch wenigstens wieder besser. Ja, also ich muss sagen, es schmeckt tatsächlich wirklich nach sauren Apfel und Johannisbeeren und ich finde diese Firma Drapex gar nicht so verkehrt. Ne? Die sind also sehr schöne Liquids machen die, also Shots. Und ich bin mir jetzt mal überlegen, ob ich in der nächsten Zeit schon wieder ein paar neue dazu bestelle, die wieder reinkommen und die haben ja mehrere Sorten und ich versuche wirklich, sagen wir mal, die Sorten rauszufinden, die auch wirklich in meiner Sicht nach lecker schmecken müssten. Ja, bis jetzt habe ich, wie gesagt, nichts bereut. Bis jetzt habe ich alle, die ich hier eigentlich von auch meinen Kumpels da bekommen habe, eigentlich bis jetzt immer lecker geschmeckt. Also das muss ich sagen, da sind die gut drin. Ja, da würde ich sagen, schön, dass ihr reingeschaut habt und ich hoffe, das könntet damit was anfangen. Wenn da was fehlen sollte, dann schreibt das in die Kommentare oder fragt mal nach. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr es in die Kommentare natürlich reinsetzen. Ich werde es so schnell wie möglich versuchen zu beantworten. Da würde ich sagen, mit meinem Spruch, ja, wie immer, ne, gut Dampf, ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss.